Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Was es mit diesem kleinen Ding da auf sich hat, das möchte ich euch im kommenden Video zeigen. Und ja, wer das gern wissen möchte, der bleibt jetzt besser dran. Also, bis gleich! Gut, wie ihr sehen könnt, habe ich da dieses ominöse Teil, wo ich euch am Anfang ja gezeigt habe. Und wer die jetzt nicht kennt, das ist das sogenannte Spout-Set von Mr. Hoppy-Gunze, ja, weiß nicht wie viele Namen diese Firma überhaupt hat. Egal, Mr. Hoppy. Was euch da jetzt vielleicht auffällt ist, hey Michael, die Teile von Mr. Hoppy, die heißen der Rolle Mister. Also wir haben auch schon in Mr. Cap Opener da in der Modellbaustube gehabt. Diese Teile haben jetzt keinen Mister vorn dran. Die müssen sich den Titel wahrscheinlich noch verdienen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es das Spout-Set. Das gibt es in 3 Farben. Ihr seht hier, blau, rosa und gelb. Und das gibt es nur so, also dreiteilig. Das ist nicht einzeln zum Kaufen. Die kauft man sich gleich so im Konvolut. Und für was ist das jetzt da? Also wie ihr da schon seht, ich habe da eins schon montiert. Es gibt ja von Mr. Hoppy die Verdünner. Die gibt es in diese 250 Milliliter Plastikbecher und in den 400ern. Das ist jetzt der für die Acrylfarben und der dunkelblaue ist für die ML-Farben. Und da ist eigentlich normalerweise nur so ein normaler Deckel drauf. Und jetzt ist die Firma hergegangen und gesagt, hey, wir konzipieren da für diese Dinger so einen Ausläufer. Weil wenn man mal größere Mengen von dieser Flüssigkeit braucht, dann kann es ja passieren, dass man das verschüttet. Also haben die das so gemacht, dass man das da oben drauf schraubt. Das passt wirklich nur auf diese 2 Größen drauf. Also Achtung, ne? Es gibt auch noch kleinere Behälter, so in Glasflaschen von der Firma. Da gehen die nicht drauf. Also das geht nicht. So. Also, dann schraubt man das drauf. Und dann hat man da oben, wie ihr jetzt sehen könnt, jetzt ist das abgesperrt. Also wir haben da einen Auslauf auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und die 2 Ausläufe sind gleich groß. Also das ist jetzt kein Unterschied, ob da jetzt mehr oder weniger rauskommen würde. Und jetzt ist es gesperrt. Drehe ich das so, dass die 2 Pfeile oder diese 2 Noppen da auf der gleichen Höhe oder eben sind jetzt mit den Ausläufen. Jetzt kann ich da rausgießen. Ich zeige euch das da, indem ich das jetzt da in so einen Plastikbecher mal reinfülle. Und ihr seht, jetzt läuft es da schön zielgerade rein und jetzt habe ich da ein Stamperl Verdünnungsmittel. Bitte nicht trinken. Ja, jetzt wird sich der ein oder andere fragen, ja, ich kann auch so umleeren. Natürlich kann man das machen und die Rubrik oder der Untertitel vom Video ist ja Sinn oder Unsinn. Also für wen ist das jetzt eigentlich gedacht? Was hat sich da Mr. Hoppy dabei gedacht, das zu produzieren? Ja, eine Antwort auf diese Frage werden wir jetzt gemeinsam in diesem Video nicht erhalten. Wie gesagt, das Ding ist praktisch, wenn man größere Mengen von dem Verdünner braucht, um das eben in andere Behälter umzuleeren, oder wenn einer also eine Person ist, die einen Verdünner auf Glasplatten gibt und dann die Farben so irgendwie vermischt, also wie so ein Künstler, der sich die Farben auf der Palette anrührt, dann ist das ganz praktisch, weil dann kann man wirklich kleinere Mengen rausgeben. Zum Verdünnen von Farben jetzt, wenn man die jetzt da drinnen verdünnen würde, zum Airbrushen oder so, ist dieser Aufsatz nur bedingt von Vorteil, weil teilweise einfach zu viel rauskommt. Man kann das ja ein bisschen schräg drehen, dass da nicht so viel rauskommt. Und dann kann man dann schon ein bisschen zielgerichteter das Ganze rausgeben. Aber auch wirklich mit Vorsicht. Weil plötzlich hat man zu viel Verdünner drinnen und das dann wieder mit Farbe aufzuwiegen ist fast unmöglich.
dann ist es besser, man fängt wieder von vorne an. Ja, und ein großer Vorteil von den Dinger ist, dass sie dreifarbig sind. Das heißt, man kann jetzt sagen, ich nehme das Blaue da fürs Dunkelblau, das rosarote setze ich da aufs Acrylding drauf und das Gelbe nehme ich dann für den Mr. Leveling Thinner da, weil der auch eine gelbe Etikette hat, wenn ich den dann mal in einer Plastikflasche habe. Ja. Das ist auch noch cool, weil dann muss man sich da auch nicht immer darauf achten. Da kann man sich da ein bisschen mit Farben weiterhelfen. Ja. Aber eine zwingende oder eine praktische, also eine zwingende Anschaffung sind die Dinger natürlich nicht. Wer damit ohne zurechtkommt, der schafft es ohne, und wenn man es hat. Ich habe sie mir damals ein bisschen aus dem Eifer raus gekauft und ja, nutze sie jetzt aber wirklich nur in dieser halboffenen Stellung, damit da nicht zu viel rauskommt. Ja. Und wenn man mal mehr braucht, ja, dann kann man da den Ausguss voll aufdrehen. Gut, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen weiterhelfen können, wer das schon mal irgendwo gesehen hat und sich gedacht hat, was ist das, was mache ich mit dem? Dem habe ich es jetzt gezeigt, und von den Leuten, die es noch nie gesehen oder noch nie von denen gehört haben, die haben jetzt wieder was dazugelernt. Ja, bitteschön. Jo, dann danke ich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer um einen Daumen nach oben. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Modellbau und eine gute Zeit. Tschüss!